Die Süßkartoffel. Plural die Süßkartoffeln. Süßkartoffeln sind gesund und schmecken gut. Man kann sie auch als Pommes essen. Die Tomate. Die Tomaten. Tomaten kann man auch roh essen. Kirschtomaten sind kleiner und süßer als große Tomaten. Die Zwiebel. Die Zwiebeln. Die Zwiebel ist eine Zutat in sehr vielen Kochrezepten. Wer eine Zwiebel schneidet, muss oft ein wenig weinen. Die Gurke. Die Gurken. Gurkensalat ist erfrischend und kalorienarm. Gurke ist auch eine beliebte Zutat für Sandwiches. Die Chili. Die Chilis. Chilis sind scharf und nicht jeder mag sie. Chilis werden auch zu Pulver verarbeitet. Der Kürbis. Die Kürbisse. Der Kürbis hat eine harte Schale und kann sehr groß werden. Kürbisse sind auch beliebte Lampen bei Halloween-Partys. Der Spargel. Die Spargel. Spargel ist saisonal und es gibt grünen und weißen Spargel. Grüner Spargel ist meistens etwas billiger, da Anbau und Ernte einfacher sind. Die Erbse. Die Erbsen. Erbsen sind eine beliebte Beilage und man muss sie kochen oder dünsten. Kleinliche Personen, die alles zu genau nehmen, werden abwertend auch Erbsenzähler genannt. Die Kartoffel. Die Kartoffeln. Kartoffeln sind vielseitig verwendbar und länger haltbar als andere Gemüsesorten. Aus Kartoffeln macht man Pommes, die vor allem bei Kindern sehr beliebt sind. Der Blumenkohl. Die Blumenkohle. Selten. Blumenkohl kann gegart und gebacken werden. Man kann ihn aber auch roh essen. Gebacken sieht Blumenkohl so aus. Der Knoblauch. Knoblauch ist fast überall als Gewürz und Gemüse bekannt und verbreitet. Hier sieht man einen Teller voller Knoblauchzehen. Der Brokkoli. Die Brokkolis. Brokkoli ist mit dem Blumenkohl verwandt und reich an Vitaminen. Brokkoli ist auch eine beliebte Zutat für Suppen. Der Pilz. Die Pilze. Man findet essbare Pilze in freier Natur. Allerdings gibt es auch giftige Pilze. Champignons bekommt man in fast allen Supermärkten. Das Radieschen. Die Radieschen. Radieschen haben ein scharfes Aroma und werden gern roh gegessen. Radieschen verleihen einem Gericht eine angenehme Würze. Der Kopfsalat. Die Kopfsalate. Kopfsalat isst man am besten frisch. Er ist als Beilagensalat sehr beliebt. Man kann Kopfsalat auch im Garten anbauen. Die Aubergine.
die Auberginen. Auberginen werden in Österreich auch Melanzani genannt. Man kann Auberginen auch in Scheiben zubereiten. Der oder die Paprika. Die Paprikas. Die oder der Paprika sagt man zu den gelben, grünen oder roten Schoten. Bezeichnet man das Gewürz oder die Pflanze, sagt man der Paprika. Eine rohe Paprika enthält sehr viel Vitamin C, mehr als eine Orange. Der Mais. Wer Popcorn zubereiten möchte, benötigt Mais und Öl. In Deutschland wird Mais Mitte September bis Anfang Oktober geerntet.